Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen WGEOGIS Webinar. Mein Name ist Uwe Hein und ich freue mich, Sie gemeinsam mit meinem Kollegen Marcel Kiermann durch die heutige Veranstaltung begleiten zu dürfen. Servus auch von meiner Seite. Wir möchten uns heute mit Verkaufsorganisationen und ihren räumlichen Strukturen auseinandersetzen. Unternehmen müssen wissen, wo ihre Märkte sind, wo ihre Zielgruppen sind und wie sie diese operativ und strategisch bespielen können. WGEOGIS stellt Ihnen Softwarelösungen zur Verfügung, mit denen Sie Ihre Strukturen einfach visualisieren können. Sie können diese analysieren, räumliche Zusammenhänge erkennen und dann notwendige Maßnahmen ableiten. Betrachten wir die Thematik von einer abstrakteren Ebene. So stellt der Markt den Ort dar, an dem sich Angebot und Nachfrage treffen. Die Angebotsseite ist repräsentiert durch die Unternehmen, die ihre Waren und Dienstleistungen herstellen, anbieten, die dann von der Nachfrageseite den Kunden nachgefragt und gekauft werden. Wir differenzieren auf der Kundenseite noch zwischen schon bestehenden Kunden und zukünftigen Absatzpotenzial. Der Vertrieb steht in der Mitte. Hier entstehen die Touchpoints zwischen Angebot und Nachfrage. Hier entscheidet sich auch der unternehmerische Erfolg, denn Waren und Dienstleistungen werden gekauft oder eben nicht. Wenn wir uns das Ganze mit unserer wirtschaftsgeografischen Brille einmal näher anschauen und schauen, welche räumlichen Strukturelemente sich identifizieren lassen, so sehen wir auf der Angebotsseite Standorte und Filialen, wie im Lebensmitteleinzelhandel beispielsweise, oder Händlernetze, wie wir sie aus der Automobilindustrie kennen. Aber auch der klassische Außendienst. Mitarbeiter fahren zu den Kunden und vertreiben dort ihre Waren und Dienstleistungen. Auf der Nachfrageseite sind dies im kleinsten Kern die Kunden selbst. Es können aber auch Einzugsgebiete sein, die rund um Filialen Absatzgebiete definieren. Die Marktpotenziale stehen für die zukünftigen Absatzchancen. Hier haben wir Daten, die uns Informationen geben zu Zielgruppen, Altersklassen oder Affinitäten von ihren potenziellen Kunden. Die Vertriebsstruktur sehen wir auch in unterschiedlicher Art und Weise. Wir haben beispielsweise kundenbezogene Strukturen. Hier sind speziell ausgebildete Vertriebsmitarbeiter für A-, B- oder C-Kunden mit speziellen Anforderungen zuständig. Bei speziell erklärungsbedürftigen Produkten, Waren und Dienstleistungen macht es Sinn, einen produktbezogenen Vertrieb aufzusetzen, bei dem dann speziell geschultes Personal den Kunden die entsprechenden Produkte anbietet. Allen gemeinsam ist der regionale Bezug. Wir definieren in der Regel immer Marktgebiete, Vertriebsgebiete, für die dann der entsprechende Vertriebsmitarbeiter zuständig und verantwortlich ist. Hierzu haben wir Ihnen einen Workflow heute mitgebracht, den wir Ihnen vorstellen möchten. In der Regel bekommen wir Kundenlisten aus Kundendaten aus bestehenden CRM-Systemen auf Excel-Basis, auf Listenbasis. Diese sollen in eine geordnete Vertriebsstruktur überführt. Wenn dies geschehen ist, analysiert und bearbeitet werden, um sie dann in einem weiteren Schritt in optimierter Form wieder in die Ausgangssysteme zurückzuführen. Dies möchten wir Ihnen heute präsentieren. Beginnen wir mit dem ersten Teil. Wir haben Kundendaten, die in eine Struktur überführt werden sollen. Ausgangspunkt ist eine klassische Liste mit Informationen zu Kunden, um welchen Kunden handelt es sich, die Adresse, bestehende Zuordnungen zu Vertriebsmitarbeitern, aber auch KPIs, erzielte Umsätze, abgeschätzte Potenzialziele etc. Diese Kundenliste nutzen wir,
Und in einem Prozess der Geokodierung, wir versehen jeden Kunden mit einer X- und Y-Koordinate und können ihn dann auf der Karte darstellen, können wir den Schritt in unser System auf die Karte hinbekommen. Wir wollen aber nicht auf Punkt, sondern auf einer Gebietsebene planen. Gebiete können individuell sein, in der Regel sind es aber administrative oder postalische Grenzen. Dies hat verschiedene Vorteile. Zum einen, wenn Sie eine klare Zuordnung zu Postleitzahlgebieten haben oder zu administrativen, können Sie später neue Leads, anfragende Kunden genau einem zuständigen Vertriebsmitarbeiter zuweisen. Zum anderen ist es so, dass wenn Sie später im Planungsmodus sind, einfacher Gebiete von rechts nach links schieben können, als Sie dies mit Einzelkunden tun können. Zu guter Letzt ist es so, dass Vertriebsinformationen aus Ihrem Unternehmen in Bezug gesetzt werden können mit Marktdaten. Diese liegen ebenfalls auf postalischen oder administrativen Grenzen vor, die Sie dann in Ihrem Planungsprozess nutzen können. Um dies alles so tun zu können, benötigen wir auch die Information unserer Vertriebsmitarbeiter. Diese habe ich jetzt auch ebenfalls in das System geladen, auf der Karte dargestellt. Im nächsten Schritt werden die Kunden in die Gebiete überführt, den zuständigen Mitarbeitern aus dem Vertrieb zugeordnet. Diese Zuordnung kann auf bestehenden Informationen erfolgen, sie kann aber auch über rein die Nähe oder über Potentialbestimmungen, Ausgleiche stattfinden. Wenn ich nun diese Gruppen von Zuordnungen wieder zusammenfasse, erhalte ich eine neue Gebietsebene, die Vertriebsgebiete. Der Organisationsstruktur unseres Unternehmens geschuldet, gibt es noch eine Struktur darüber, die sogenannten Vertriebsregionen. Hier werden wieder Vertriebsgebiete zusammengefasst in den entsprechenden Planungsebene der Regionen. Was wir jetzt geschaffen haben, ist aus den Kundenadressen, die aus ihren Systemen kommen, den Übertrag auf Postleitzahlgebiete, in Vertriebsgebiete hin zu Regionen. Und diese geordnete Zuordnung nennen wir Vertriebshierarchie. Der Vorteil einer Vertriebshierarchie ist, dass egal in welcher Ebene Sie Anpassungen vornehmen, diese gleichzeitig in die anderen Ebenen nach oben oder unten übertragen werden. An dieser Stelle sei noch angemerkt, dass es sich hier um eine Hierarchie handelt innerhalb eines Landes, die eine Marke, eine Händlerstruktur oder eine Produktgruppe, eine Konzerngesellschaft repräsentiert. Sie mögen es schon vermuten, dies liegt nahe, dass es natürlich mehrere Ebenen, verschiedene Hierarchien nebeneinander geben kann. Und die können natürlich auch in verschiedenen Ländern vorherrschen. So, aber jetzt mal genug der Theorie. Marcel, kannst du uns das im Tool zeigen, wie das funktioniert? Danke, Uwe. Ja, klar kann ich dir das zeigen. Du hast mir ja bereits eine Kundenliste mitgebracht, samt den Außendienstmitarbeitern. Ich nehme sie jetzt einfach mal mit auf meinen Bildschirm, damit wir das gemeinsam anschauen können. Das, was Sie jetzt hier sehen, ist eine Kundenliste, die mir der Uwe freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat. Im Endeffekt sehen wir jetzt hier nichts Spezielles. Wir haben einen Kundennamen, wir haben die dazugehörige Adresse und wir haben eine zugehörige Sales-Region bzw. Vertriebsgebiet. Also jetzt beispielsweise hier oben der Vertriebsmitarbeiter Krüger in der Region Ost. Ganz rechts sehen Sie jetzt zwei KPI-Kennzahlen. Die KPI-Kennzahlen können ganz variieren. Das heißt, auf der Ebene, wo Sie planen möchten, das können beispielsweise die Umsätze der Kunden sein, es können aber auch die Besuchszeiten, die Besuchshäufigkeiten oder irgendwelche anderen Kennzahlen sein. Hauptsache ist es ein numerischer Wert, mit dem man dann nachher weiterarbeiten kann. Jetzt gehen wir noch mal rein. Der Uwe hatte mir freundlicherweise auch noch eine Außendienstmitarbeiterliste zur Verfügung gestellt. Die sehen wir jetzt hier. Wir haben in Deutschland 12 Außendienstmitarbeiter samt deren Wohnadresse und auch hier hinten wieder eine Zuordnung entsprechend der einzelnen Vertriebsregionen. Das ist jetzt quasi die Basis, mit der wir planen und die wir jetzt ins Tool reinladen. Deswegen springen wir auch gleich rüber in unser Planungstool.
Was ich Ihnen jetzt zeige, sind erstmal die Kundenadressen. Das habe ich schon im Vorfeld für Sie vorbereitet, einfach dahingehend, weil es ein bisschen dauern würde, diese Kundenadressen hochzuladen und zu visualisieren. Die sehen wir jetzt hier auf der Karte. Zusätzlich habe ich auch die Möglichkeit, die einzelnen Kundenpunkte der Zugehörigkeit zu Ihren Außendienstmitarbeitern einzufärben. Also das sehen wir jetzt hier, wo Sie schön sehen können, hier in Gelb hätten wir dementsprechend den Herrn Weber zugeordnet. Im zweiten Schritt zeige ich Ihnen aber jetzt gleich noch live, wie ich auch Daten ins System hochladen kann. Dafür gehe ich hier oben auf den Upload-Button und möchte jetzt in diesem Zusammenhang die Wohnorte meiner Außendienstmitarbeiter hochladen. Deswegen wähle ich die jetzt hier an, gehe über das Upload-Fenster in mein Dateisystem und wähle mir jetzt einfach die gerade angeschaute Excel-Liste aus, um die hochzuladen. Was super cool ist an unserem System, das System erkennt automatisch die einzelnen Daten, die da drin liegen. Sie sehen jetzt hier, die Spalte Name wurde automatisch Name zugewiesen, ebenso PLZ zu PLZ. Einzig allein können wir jetzt hier händisch eingreifen, indem wir die dritte Sales Area, also unsere Vertriebsregion, noch zuweisen. Am Ende klicke ich auf Weiter und es passiert nichts anderes, wie dass die Daten hoch ins System geladen werden. Das Coole dahinter ist, dass wir uns das Ganze jetzt auch auf der Karte anschauen können, wo die einzelnen Vertriebsmitarbeiter wohnen. Das Ganze funktioniert so, wenn ich die Datentabelle jetzt hier unten mal aufmache, dass wir hier unten sowas Ähnliches wie die Excel-Liste haben, also im Endeffekt unsere Daten eingelesen ins System und über die Adresse, die wir hier haben, haben wir einen Link zur Karte geschaffen. Das heißt, das, was man auf der Karte sieht, ist jetzt automatisch mit den Daten, die wir in Excel gesehen haben, verlinkt. Der nächste Schritt ist, hat der Uwe ja schon angesprochen, dass wir nicht einfach auf Kundenebene planen wollen, sondern unser Ziel ist ja im Endeffekt, die einzelnen Kundenpunkte in eine Gebietsgeometrie zu übertragen. In dem Beispiel sind es jetzt die Postleitzahlen, weil wir haben ja schon die ganzen Vorteile davon gehört, es ist einfacher und schneller zu planen damit. Wir können Marktpotenziale hinterlegen und dadurch Abgleiche schaffen. Wir haben aber auch die Möglichkeit zu wissen, wenn ein neuer Lead reinkommt, der vielleicht aktuell noch nirgends bekannt war, welcher Außendienstmitarbeiter sich dann darum kümmern wird. Und das funktioniert so. Wir haben hier oben im System ein kleines Aufgabenfenster, wo ich diese Aufgabe ausführen kann, dass im Endeffekt die einzelnen Punkte auf die Geometrien, die Postleitzahlen übertragen werden. Letztendlich ist der Clou noch dahinter, dass überall da, wo kein Kunde sitzt, die Postleitzahl auf Basis der Nähe dem nächsten Außendienstmitarbeiter zugeordnet wird, was natürlich dann ein homogenes Bild abbildet. Das können wir jetzt auch gleich live im System sehen, indem ich in unsere Gebietsstruktur reingehe. Wir haben hier jetzt unsere Ist-Situation, die wir aufgebaut haben. Lade das Ganze ins System und blende jetzt erstmal unsere Kundenpunkte aus, weil die jetzt für die weitere Planung irrelevant sind. Das heißt, wir haben jetzt hier auf unserer Karte, schön zu sehen, unsere einzelnen Außendienstmitarbeiter und ich kann jetzt Schritt für Schritt meine einzelnen Gebietsstrukturen einblenden. Auf unterster Ebene, wie bereits angesprochen, sehen wir die Postleitzahlen. Eine Ebene darüber sehen wir die Vertriebsgebiete, wie der Uwe ja schon gezeigt und angesprochen hat. Wenn wir nochmal eine Ebene drüber springen, sehen wir die Vertriebsregionen. Einmal Nord und Ost mit jeweils 2 Außendienstmitarbeitern und im Westen und im Süden haben wir jeweils 4 Außendienstmitarbeitern. So Uwe, ich denke, die Vertriebsstruktur aus deinen Daten, die du mir gegeben hast, ist jetzt erstmal aufgebaut. Wie machen wir jetzt weiter? Ja, danke Marcel. Ich denke, das war sehr anschaulich. Genau, der erste Schritt ist getan. Wir haben die Kundendaten aus ihrem System, die Liste, in eine geordnete Struktur, in eine Hierarchie übertragen. Im nächsten Schritt können wir mit den bestehenden Daten in die Analyse gehen. Aber warum ist das überhaupt notwendig? Nun, die Antwort liegt auf der Hand. Unternehmen und ihr Marktumfeld sind dynamisch. Standorte kommen hinzu, Standorte, ja sogar ganze Händlernetze werden geschlossen oder restrukturiert. Sie haben Fluktuation im Personal. Zudem sind Absatzchancen, Potenziale im Raum nie gleich verteilt. Und auch im Vertriebscontrolling gibt es Fragestellungen, die zu analysieren sind. So kann geprüft werden, ob denn bestimmte Regionen sinnvolle genug Potenzial haben, um einen Standort zu eröffnen. Oder bestehende Standorte in die Lage versetzt, die Potenziale auszuschöpfen. Oder muss man da nochmal nachschärfen vertrieblich? Unsere Tools geben Ihnen hierfür ein Werkzeug, Marktanalyse-Reports an die Hand. Wenn sie eingerichtet sind,
können Sie diesen Report in jeder Einheit einer Vertriebshierarchie starten und für dieses Gebiet eine Analyse fahren. Sie erhalten dann interaktiv Kennzahlen und können diese für einzelne Gebiete wiederholen, für Zeitreihen oder Gebiete miteinander vergleichen. Ich habe Ihnen hierzu ein paar Beispiele mitgebracht. Wir haben hier eine Analyse der Kundentypen. Sie sehen hier die Kunden klassifiziert nach A, B und C Kunden und auf der Karte visualisiert. In Tabellenform sind dann für die einzelnen Kundengruppen die Verkaufszahlen aggregiert. Zum einen für dieses Jahr nach Quartalen und bisher die Gesamtsumme im Vergleich und Bezug zum Vorjahr. Dadurch, dass wir im System auch Potentialdaten haben, können wir auch Marktanteile berechnen. Wir können sehen, wie viel wird denn entsprechend von dem Kuchen, der da ist, von uns gehoben oder wie viel landet beim Wettbewerb. Hierzu auch noch ein weiteres Beispiel zur Potenzialabschöpfung. Hier setzen wir das gesetzte Umsatzziel mit dem tatsächlichen Umsatz in Beziehung. Ist das Ziel hoch und entsprechend der erzielte Umsatz, so wird das Gebiet grün eingefärbt. Viel spannender sind aber die Gebiete darunter in dieser Einfärbung. Denn hier haben wir ein hohes Ziel, das wir in der Praxis noch nicht erzielen konnten. Hier sollte vertrieblich auf jeden Fall nochmal nachgeschärft werden. Zusammenfassend kann man sagen, dass Sie mit dem Werkzeug der Marktanalyse-Reports in die Lage versetzt werden, Ihren Ist-Zustand im Gebiet schnell zu erfassen, strategische und operative Ziele zu definieren und deren Umsetzung im Zeitverlauf zu monitoren. Gehen wir nochmal in einem nächsten Punkt zurück auf die Daten, die Marcel in das Tool geladen hat. Hier haben wir die Information vom Controlling erhalten, dass es eine Unwucht im Westen Deutschlands gibt. Es gibt hier zwei Gebiete, von der Fläche ungefähr vergleichbar. Wenn man sich aber die Anzahl der Kunden anschaut, so ist diese stark unterschiedlich. Im Gebiet König gibt es 107 Kunden, die betreut werden, im Gebiet Müller nur 55. Marcel, kannst du uns hier weiterhelfen? Danke, Uwe. Ja, klingt nach einer spannenden Aufgabe, die wir uns jetzt gleich wieder annehmen werden. Ich nehme sie jetzt einfach direkt mit auf meinen Desktop, wo wir entsprechend wieder ins System reingehen können und uns diesen Sachverhalt anschauen und idealerweise natürlich eine Lösung dafür finden. Dazu öffne ich ganz einfach wieder mein Gebietsplanungstool und springe hinein. Was Sie jetzt hier sehen, ist eine Simulation. Unter Abnahmestand haben wir gerade die Ist-Vertriebsstruktur aufgebaut. Also Sie erinnern sich, wir haben auf der untersten Ebene die Kundenpunkte gehabt, darüber die Postleitzahlen, dann die Vertriebsstruktur und die Vertriebsregionen. Jetzt wollen wir aber reingehen und machen erstmal davon eine Kopie, weil wir im Endeffekt ein Szenario machen. Wir gehen in den Westen rein, der Uwe hat es uns ja bereits erzählt, und wollen den König und den Müller ausgleichen. Deswegen schreibe ich hier das Szenario West rein und erstelle das Ganze. Was wir jetzt sehen, ist nichts anderes, als dass wir die Ist-Struktur kopiert haben. Wenn Sie mir nicht glauben, wir können es uns nochmal anschauen. Ich sehe jetzt hier auf der untersten Ebene die einzelnen Postleitzahlen. Ich gehe eine Ebene drüber. Wir sehen wieder unsere Vertriebsgebiete und letztendlich die Vertriebsregionen. Der Uwe hat uns ja mitgeteilt, dass hier in diesem Gebiet zwischen König und Müller eine starke Unwucht herrscht. Dazu gehe ich jetzt zuerst mal rein und bereite alles vor, damit ich planen kann. Ich gehe jetzt in meine Gebietsstruktur und vergebe zuerst mal eine andere Beschriftung, nämlich nach Anzahl der Kunden. Dann sehen wir direkt auf der Karte, was der Uwe bereits angesprochen hat. Wir haben hier den Herrn König mit 107 Kunden und den Herrn Müller mit 55 Kunden. Damit ich aber jetzt besser planen kann, möchte ich natürlich auch noch wissen, wie viele Kunden denn in diesen einzelnen Gebieten liegen, die wir hier sehen. Dazu gehe ich auch wieder in die Beschriftung rein und lasse das Ganze mir auch anzeigen, damit ich schön sehen kann, wenn ich gleich plane, was verändert sich. Darüber hinaus haben wir noch die Möglichkeit, das Ganze grafisch darzustellen. Nämlich hier drüben können wir die Potenzialkennzahl einblenden lassen. Also Sie sehen jetzt hier in dem Balkendiagramm visualisiert,
abhängig von dem Gebiet, wem wie viele Kunden zugeordnet sind. Ich schraube jetzt die Deckkraft noch ein bisschen nach oben, dass sich die Farben auch angleichen. Jetzt sieht man das Schöne, der Herr Müller im schwarzen Gebiet hier und der Herr König im blauen Gebiet da drüben. Jetzt ist es an der Zeit, dass wir reingehen zum Planen. Ich wähle jetzt hier einfach mit dem Punkt dieses Gebiet aus und sehe direkt, darunter liegen 10 Kunden, die aktuell dem Herrn König zugeschlüsselt sind. Mittels Drag and Drop habe ich jetzt aber die Möglichkeit, direkt dieses Gebiet dem Herrn Müller zuzuordnen. Sie sehen auch sofort, was passiert. Einerseits ändert sich die Farbe, andererseits ändern sich natürlich auch die Werte. Vom Herrn König gehen 10 Kunden über auf den Herrn Müller. Wir können das Ganze auch nochmal hier schön im Balkendiagramm sehen. Da ist ein neuer Balken emporgestiegen, einmal mit den alten Zuordnungen und einmal mit den neuen Zuordnungen. Um jetzt diese 2 Gebiete rund zu machen, ist mir aufgefallen, dass es hier oben nochmal 18 Kunden gibt, die ich auch noch zuordne. Da wähle ich die aus, ziehe sie wieder per Drag and Drop auf den Herrn Müller und schon sehe ich ein nahezu optimales Gebiet. Einmal den Herrn Müller mit 83 Kunden und einmal den Herrn König mit 79 Kunden. Das Ganze speichern wir jetzt erstmal, behalten Sie sich das mal in Erinnerung, weil wir nachher an der Stelle wieder weiter einsteigen. Jetzt können wir erstmal den Ball zurück an Uwe spielen. Uwe, passt das fürs Controlling? Ich hoffe, wir haben da gute Arbeit geleistet. Ja, super Marcel, vielen, vielen Dank. Das hilft auf jeden Fall weiter. Ich denke, wir haben gesehen, dass wir unsere Vertriebsstruktur analysieren und bearbeiten können. Dies geht einfach per Drag and Drop und wir kommen so zu anderen neuen Strukturen, die besser der aktuellen Situation entsprechen. An dieser Stelle sei nochmal darauf hingewiesen, dass es hier sich um eine Simulation handelt. Das heißt, das Live-System ist noch ohne diese Veränderung. Dies hat aber einen entscheidenden Vorteil für Sie. Nun können Sie unternehmensintern losziehen und mit Kollegen und Vorgesetzten diese Simulation auf ihre Praxistauglichkeit prüfen. Aber wir haben auch gehört, dass unser Marktumfeld dynamisch ist. Und Marcel, da muss ich dich gleich wieder bitten, zu mir zu kommen. Ja. Schon wieder eine Aufgabe. Ja, ich habe gestern die Information erhalten, dass unser Kollege Weinzierl leider unser Unternehmen zum Ende des Jahres verlässt. Wir können so schnell die Stelle nicht nachbesetzen und deswegen ist es wichtig, dass wir keine Umsätze zum Jahresende liegen lassen. Kannst du uns hier helfen? Ja, also erstmal schade, dass der Weinzierl geht, aber kann man nichts dran ändern. Auch hier haben wir natürlich wieder eine Lösung parat, wie wir das Ganze umsetzen. Deswegen nehme ich Sie jetzt erstmal auch wieder mit auf meinen Desktop. Wir richten im Endeffekt ein neues Szenario ein. Der Uwe hat es ja bereits erzählt, es wird sich hier unten beim Herrn Weinzierl, der sitzt im Süden in der Nähe von Stuttgart, eine Änderung ergeben. Nämlich er wird zum Ende des Jahres das Gebiet verlassen. Das heißt wieder, ich gehe in mein Gebietsplanungsszenario hinein und mache wieder dasselbe wie zuvor. Ich nehme meine Ist-Situation und erstelle davon eine Kopie. In diesem Zusammenhang nennen wir das Ganze Szenario Süd, weil wir im Süden von Deutschland uns bewegen. Speichere das Ganze und lade es mir wieder im System. Im Endeffekt passiert jetzt nichts anderes wie zuvor, dass wir die Ist-Situation kopieren. Damit Sie mir das glauben, sehen Sie das hier. Im Endeffekt hat sich da nichts getan. Was aber jetzt mein Ziel ist, beziehungsweise das Ziel auch vom Uwe, dass wir aus diesen 4 Gebieten, die wir im Süden von Deutschland sehen, nämlich den Herrn Graf hier in Bayern, den Herrn Klein auch in Bayern, den Herrn Odo und den Weinzierl, aus diesen 4 Gebieten eben 3 Gebiete machen. Dazu ist erstmal der erste Schritt, den Herrn Weinzierl von seinem Wohnort in Stuttgart zu lösen. Dazu klicke ich den Herrn Weinzierl einfach an, klicke hier unten auf den Mülleimer und dann ist der Herr Weinzierl mit dessen Wohnort erstmal ausgeschieden in diesem Zusammenhang. Im nächsten Schritt ist es ja für mich jetzt relevant, dass ich diese Gebiete, die hier übrig geblieben sind, vom Herrn Weinzierl auf die anderen Kollegen verteile. Also Sie sehen ja auch hier, 62 Restkunden bleiben vom Herrn Weinzierl bestehen, die auf den Herrn Klein, den Odo und den Herrn Graf verteilt werden sollen. Dafür gehe ich jetzt wieder direkt rein in die Planung. Im Endeffekt passiert jetzt nichts anderes, was wir vorher gesehen haben. Ich gehe jetzt hier oben mal in das Gebiet und weise das wieder per Drag and Drop dem Herrn Klein zu. Einfach auf Basis der Nähe und weil ich sehe 21 Kunden, ja, das könnte passen, wenn man das Herrn Klein zuweist, wo ich dann auch wieder sehe 92 Kunden. Damit wir es nicht vergessen, kann ich hier unten wieder in mein Balkendiagramm reingehen und mir die Anzahl der Kunden bzw. die Veränderung visualisieren. Jetzt bleiben noch ein paar Gebiete übrig, die ich natürlich noch verplanen muss.
Ich sehe jetzt hier in Ostwürttemberg bzw. dem Allgäu, dass wir da ein paar Kunden haben, die problemlos auf den Herrn Graf übergeschlüsselt werden können. Was wir jetzt tun. Dann sehen wir auch wieder hier, die Kundenanzahl beim Herrn Graf steigt, die Kundenanzahl vom ehemaligen Herrn Weinzierl sinkt weiter. Jetzt sind wir noch hier 26 Kunden, die wählen wir jetzt auch noch an, den Großraum Stuttgart und hier das westliche Allgäu und weisen das dem Herrn Odo zu. Was jetzt super cool ist, das System wirft hier eine kleine Fehlermeldung bzw. eine Achtungmeldung, weil wir jetzt gerade im Begriff sind, die komplette Gebietsstruktur anzupassen und diese ganze Gebietsstruktur, wo der Herr Weinzierl hinterlegt war, zu löschen. Im Endeffekt löschen wir sie ja nicht, sondern wir verändern nur die Gebietsstruktur auf unseren anderen Außendienst, was ja auch das Ziel war. Deswegen bestätige ich jetzt das Ganze, weil es ja sowieso seine Richtigkeit hat. Letztendlich wurden aus 4 Gebieten nur noch 3 Gebiete mit sehr ausgeglichenem Potenzial, wie wir das hier drüben im Balkendiagramm sehen. Und dann speichere ich das Ganze. Deswegen, Uwe, denke ich, da haben wir doch auch jetzt gute Arbeit geleistet. Das ist ja super aufgegangen. Ich hoffe, die restlichen 3 verbliebenen Außendienstmitarbeiter können das letzte Quartal gut nach vorne blicken. Ja, danke Marcel. Das hilft auf jeden Fall, jetzt zum Jahresende noch die nötigen Umsätze an Land zu ziehen. Ich denke, diese 2 Beispiele haben gezeigt, dass es Sinn macht, Gebietsplanung als einen iterativen, stetigen Anpassungsprozess zu sehen. Wir arbeiten uns Schritt für Schritt an ein Zielfoto heran, dass man hier, ich habe das hier einmal die optimale Struktur genannt. Denn wenn wir diese erreichen, hätten wir eine bestmögliche Kundenbetreuung und somit auch einen größtmöglichen vertrieblichen Erfolg zu verzeichnen. So oder so ist es hilfreich, wenn Sie ein Werkzeug an der Hand haben, das es Ihnen erlaubt, alle entscheidungsrelevanten Parameter zusammen zu haben, um so schnell und präzise entsprechende Entscheidungen und Maßnahmen einleiten zu können. Wir sind nun an dem Punkt, dass wir diese Teilplanungen überführen müssen in einen Abnahmestand. Denn ich hatte es ja erwähnt, es handelt sich um Simulationen und diese müssen noch abgenommen werden. Wenn dies stattgefunden hat, gibt es noch einen Prozessschritt, der häufig zu kurz kommt und hinten runterfällt. Wir sind in unserem Tool fertig, aber die Daten werden ja dann wieder in ihren Ausgangssituationen benötigt, um sie bearbeiten zu können. Und es ist auch wichtig, diese Schnittstelle zu Ihren Systemen zu beleuchten. Marcel, kannst du das übernehmen, bitte? Ja klar, Uwe. Wenn du jetzt uns die Freigabe mehr oder weniger teilst, wie wir die Szenarien in Süd und West geplant haben, dann kann ich das sehr, sehr gerne in unsere Ist-Situation einspielen und dann auch letztendlich wieder zurück an unsere Kunden, damit die nötigen Mitarbeiter an ihrer Stelle auch die richtigen Zuordnungen haben. Ja, die Freigabe ist erteilt, Marcel. Super, vielen Dank. Deswegen nehme ich Sie jetzt wieder direkt mit auf meinen Desktop bzw. auf meinen Bildschirm, wo wir gemeinsam rein können. Was ist denn jetzt passiert? Wir haben jetzt hier wieder unser Zielbild, unsere Außendienstmitarbeiter. Sie erinnern sich, den Herrn Weinzierl hier unten haben wir rausgenommen. Deswegen gehe ich jetzt wieder in meine Gebietsplanungsszenario rein und schaue mir das Ganze an. Sie sehen jetzt hier, wir haben einmal das Szenario Süd und einmal das Szenario West. Da der Uwe uns ja die Freigabe erteilt hat, haben wir jetzt die Möglichkeit, diese Szenarien in unseren Abnahmestand bzw. in unsere Ist-Struktur der Vertriebsorganisation einzufügen. Das mache ich jetzt ganz einfach, indem ich einmal Süd freigebe und in die Ist-Struktur übertrage und auf der anderen Seite mache ich das genauso, indem ich das Szenario West, Sie erinnern sich, wo wir den Herrn König und den Herrn Müller ausgeglichen haben, auch in den Abnahmestand bzw. die Ist-Struktur unserer Vertriebsorganisation hineinführe. Wenn das Ganze jetzt geschehen ist, haben wir quasi so etwas Ähnliches gemacht, wie wenn wir verschiedene Sachen übereinander gelegt haben. Wir haben natürlich jetzt zuerst die Südstruktur in unseren Abnahmestand gepackt und danach noch die Weststruktur. Wichtig hierbei ist, das eine schließt das andere nicht aus. Das heißt, wenn Sie nachträglich in den Westen was verändern, das dann dementsprechend die Ist-Struktur übertragen, hat es keine Auswirkung, was beispielsweise im Süden geplant wurde. Das ist natürlich recht wichtig in dem Zusammenhang. Wenn dieser Abnahmestand dann live gesetzt ist, habe ich die Möglichkeit, mir das Ganze anzugucken. Können wir jetzt hier wieder direkt ins System reingehen,
indem ich hier beispielsweise einmal die Vertriebsregion einblende. Da hat sich natürlich nichts getan, weil wir ja nur innerhalb der Vertriebsregion geplant haben. Aber wenn ich jetzt eben in die Vertriebsgebiete reingehe und mir diese anzeigen lasse, dann sehe ich schön, was passiert ist. Einerseits haben wir hier die Gebiete König und Müller verändert und hier unten sehen Sie jetzt im Zielszenario eben nur noch 3 Gebiete anstatt 4. Wir sind jetzt aber noch nicht ganz am Ende, weil wie ja vorher besprochen, sind wir den Schritt gegangen von den Kunden in die Gebiete. Wir sind ja jetzt aktuell immer noch in den Gebieten unterwegs. Sie haben es ja gerade gesehen, wir haben da nur unsere Vertriebsstrukturen und die einzelnen Vertriebsgebiete angepasst. Der letzte Schritt, um so dieses ganze Thema, was der Uwe schon angesprochen hat, rund zu machen, ist jetzt diese Gebiete wieder zurück auf meine Kundenpunkte zu übertragen. Dazu haben wir hier eine Aufgabe eingerichtet, die im Endeffekt nichts anderes macht, als diese veränderten Gebiete zurück auf die Kunden spielt. Das geht auch ziemlich fix. Wir können uns nachher auch gleich angucken, was da passiert ist. Ich blende jetzt einfach mal die Kunden ein, die sind jetzt schon wieder neu zurückgespielt. Und was sehen wir jetzt hier im Bereich vom Süden? Sehen wir keinen einzigen Kundenpunkt mehr, der dem Herrn Weinzierl zugeordnet ist, weil wir den ja aus der Organisation rausgenommen haben. Ähnliches verhält sich hier im Westen. Wir haben die Grenzen verändert, wir haben dem Herrn Müller sein Gebiet größer gemacht. Deswegen hat sich auch hier was getan. Was aber super cool ist, ich kann jederzeit wieder auf die alte Zuordnung umschalten. Das zeige ich Ihnen jetzt einfach mal, wenn ich hier das Ganze nach der alten Zuordnung einfärbe. Dann sehe ich auch detailreich, welche Kunden tatsächlich betroffen sind von dieser Veränderung. Genauso kann ich mir das im Süden von Deutschland angucken, wo ich direkt weiß, welche Kunden waren ehemalig Herrn Weinzierl und wer ist denn jetzt heute der neue Ansprechpartner. Wichtig auch für Sie da draußen, damit Sie vielleicht direkt offen in die Kommunikation mit Ihrem Kunden gehen können. Sie werden jetzt von nun an von jemand anderem betreut. Das sind beispielsweise seine Kontaktdaten. Ich stelle das Ganze jetzt wieder auf die neue Zuordnung um. Der Uwe hat ja vorher schon angesprochen, wir sind jetzt noch immer in unserem System, aber diese Daten müssen ja auch irgendwie wieder zurückkommen für Ihren Außendienstmitarbeiter oder dementsprechend in die CRM-BI-Systeme. Da haben wir mehrere Möglichkeiten, entweder wirklich als Schnittstelle, dass das direkt übertragen wird in die CRM oder ins ERP-System. Wir wollen jetzt heute in unserer Welt bleiben. Die Daten sind ja vom Uwe via Excel zu mir gelangt und dann ins System. Deswegen wollen wir natürlich das Ganze auch wieder via Excel zurückspielen. Das ist auch in dem Zusammenhang sehr, sehr einfach. Wenn wir jetzt hier wieder ins Tool reingehen, habe ich hier oben nämlich die Download-Schaltfläche. Und ich muss jetzt nichts anderes machen, als hier die Kunden auszuwählen. Und diese ganzen Daten werden für mich prozessiert in eine Excel-Liste und ich kann die herunterladen. Sie werden feststellen, die Excel-Liste sieht jetzt ein bisschen anders aus als zuvor, weil in dieser Excel-Liste haben wir jetzt noch zusätzlich neue Spalten hinzubekommen. Sie erinnern sich, wir haben vorher umgeschalten, einmal zwischen Vertriebsgebiet neu und alt. Das ist natürlich jetzt auch hier in dieser Excel-Liste mit angereichert, damit diese Informationen nicht verloren gehen. So kann ich jetzt quasi die Excel-Liste direkt an den Uwe übergeben und ich hoffe mal, dass wir dann damit ein erfolgreiches Jahresendspurt haben werden. Ja, vielen Dank, Marcel. Coole Sache. So. Nun sind wir auch schon am Ende unseres Kreislaufs angekommen. Wir hatten ursprünglich Kundendaten in Listenform. Diese haben wir über den Weg der Geokodierung in eine Vertriebsstruktur überführt. Diese Struktur konnten wir analysieren und in Planungen bearbeiten. Dann haben wir die verschiedenen Teilplanungen in einen Abnahmestand überführt und dann die optimierte Struktur wieder zurückgespielt in ihre Ausgangssysteme. Ich möchte hier aber nochmal darauf hinweisen, dass sich das natürlich innerhalb einer Hierarchie, einer Organisationseinheit in einem Land abgespielt hat. Der Alltag sieht anders aus. In der Regel existieren mehrere Hierarchien, Sales Units nebeneinander. Die Planungen müssen in verschiedenen Ländern durchgeführt werden. Und somit haben wir meistens in der Praxis die Situation, dass wir immer wieder Planungsbälle in der Luft halten müssen und gucken, dass die Prozesse laufen. So oder so haben Sie die Möglichkeit, wenn die Daten hier sind, diesen Prozess zu jedem Zeitpunkt zu starten und dann wieder auf gegebene notwendige Anpassungen reagieren zu können. Wir sind nun auch am Ende unseres Webinars angekommen. Unser Ziel war es Ihnen heute zu zeigen,
wie einfach Sie ausgehend von einer Liste eine Struktur aufbauen können, somit räumliche Zusammenhänge erkennen, abbilden können und in Planungen in einen Restrukturierungsprozess eintreten zu können. Sie können diese Planungen über verschiedene Ebenen hinweg durchführen. Sie können kollaborativ planen, verschiedene Mitarbeiter, welche in Norddeutschland, in Süddeutschland und dann diese Ergebnisse wieder in einen Abnahmenstand überführen. Und am Ende der wichtige Schritt, wieder der Übergang in Ihre IT-Systeme. Unser Anspruch als Vigeogis ist es, Ihnen Softwarelösungen an die Hand zu geben, mit denen Sie das Thema Gebietsplanung einfacher gestalten können. Kommen Sie gerne auf uns zu, wir beraten Sie gerne in Ihrer individuellen Umsetzung. Vielen Dank. So, dann von meiner Seite in die Runde. Haben Sie irgendwelche konkreten Fragen? Ist irgendwas unklar geblieben? Möchten Sie noch was wissen? Ich schaue gerade mal. Da ist tatsächlich eine Frage reingekommen, die etwas länger ist. Die Frage, wie aufwendig es ist, die Vertriebsstrukturen in der Anwendung abzubilden und wie umfangreich müsste man geschult werden, damit man das auch gut bedienen kann. Also an sich kann man sagen, dass die Vertriebsstrukturen relativ einfach abbildbar sind. Das Wichtige dahinter ist so der Dateninput. Also wenn die Daten schön aufbereitet sind, wie wir das jetzt eben in Excel gesehen haben, ist das gar kein Problem. Dann haben Sie es ja gesehen, das hat in weniger als 5 Minuten geklappt, dass wir die Daten hochgeladen haben, bisschen geplant haben und schon ein Ergebnis erhalten haben. Meist ist es dann natürlich immer so ein Thema der Datenaufbereitung. Wenn die Daten nicht perfekt vorliegen, muss man natürlich erstmal initial mit den Daten ein bisschen arbeiten, dass einerseits alle Kundenpunkte dargestellt werden können. Andererseits natürlich auch gibt es oft Diskrepanzen in der Zuordnung, wo man ein bisschen eingreifen muss. Das ist dann immer kundenindividuell, je nachdem, wie die Daten vorgehalten werden. Wie einfach das System dann zu bedienen ist, das ist eher so die Frage an Sie. Sie haben es ja gerade gesehen, wie das Ganze funktioniert. Im Endeffekt ist es ein Upload, ein Planen und das Planen haben Sie ja gesehen, geht super einfach. Per Drag and Drop schiebe ich einfach das eine Gebiet aufs andere Gebiet, gehe dann wieder vielleicht in eine andere Region von Deutschland, plane dasselbe wieder und das Coole daran ist natürlich, dass Sie ja nichts kaputt machen. Sie arbeiten immer nur in Szenarien und wenn diese Szenarien dann wirklich die Realität widerspiegeln, setzen Sie diese einfach live und können damit dann weiter planen. Ich hoffe, das beantwortet jetzt erstmal die Frage. Ansonsten sehe ich jetzt gerade im Chat keine weiteren Fragen mehr. Gut. Dann denke ich, sind wir am Ende angekommen für heute. Vielen Dank nochmal für Ihre Teilnahme. Es war das letzte Webinar in diesem Jahr, aber wir würden uns freuen, wenn wir Sie im nächsten Jahr wieder zu unserer Webinarserie begrüßen dürften und wünschen Ihnen bis dahin eine gute Adventszeit und einen guten Start in 2025.